Es ist Freitag, mein Tag ist schon fast wieder vorbei. Ich bin auch voll im Urlaubsmodus. Ich bin richtig spät aufgestanden. Ich bin irgendwie um 1:30 aufgestanden. Ich war auch dementsprechend spät im Bett. Ich befinde mich jetzt eigentlich kurz vor meinem Abendessen, aber ich zeige euch jetzt erstmal mein Frühstück. Es sieht unspektakulär aus, ist für mich aber total spektakulär. Für mich gibt es einen Apfel zum Frühstück, 51 Gramm Maiswaffeln, dann hier einmal Lachs und, oh, sie hat sich versteckt. Hier hinter ist noch Mayo, das sind 23 Gramm Mayo. Das sind über 160 Kalorien, aber die kann ich mir jetzt heute Morgen leisten. Bei dem Frühstück ist auch noch von den Gesamtkalorien her angemessen und ich freue mich jetzt einfach nur drauf, das zu essen, weil die Mayo war noch von gestern übrig und Lachs mit Mayo ist auch eine gute Kombi. Ich werde das jetzt genießen und wir sehen uns gleich. Ich habe heute irgendwie nichts gemacht, außer rumgehangen. Doch, ich habe ein bisschen meine Büroecke aufgeräumt. Ich habe hier, mich nervt das, ich habe sonst immer, das ist ja mein Vorhang quasi in meiner Ecke und normalerweise habe ich den an so einer Leiste festgemacht und mich nervt das, hat das tierisch genervt, weil ich das für mich die ganze Zeit so umsetzen wollte. Ich habe mir hier Magneten dran gemacht. Einen Moment. Ich habe mir hier so Magneten dran gemacht, um das hier zu verstecken. Weil ich finde das Pot hässlich. Und das ist halt, ich will es aber auch nicht andersrum haben, weil sonst würde man es drinnen sehen. Und deswegen habe ich mir hier jetzt einfach Magneten dran gemacht, damit ich einfach einen schöneren Hintergrund habe. Ich habe nämlich sonst das immer hier an der Seite an so einer Leiste quasi so quer rüber gespannt. Und sowas habe ich heute gemacht. Ich habe einfach mein Büro, meine Ecke ein bisschen aufgefrischt. Habe mir noch eine Stufe mit meinem Liebsten zusammengebaut, damit ich leichter aufs Bett komme. Also wir haben ein Hochbett. Wir wohnen ja tiny und irgendwie bin ich in der letzten Zeit so ein bisschen die Sachen, die noch offen sind, am Ummodeln oder am Organisieren, einfach damit die mal erledigt werden. Und das sind so ganz viele kleine Sachen, die man halt so offen hat, die man noch machen möchte. Und darum habe ich mich heute gekümmert und ansonsten habe ich gezockt. Ich habe einfach nur gezockt, also ich habe eine Switch und ich bin total im Zelda-Rausch. Ich spiele gerade Zelda und dem habe ich mich heute auch wieder hingegeben, länger als ich wollte, weil ich zocke gerne, aber ich zocke auch nicht so gerne, weil wenn man auf die Uhr guckt, irgendwann ist halt schon Ewigkeiten vorbei und man hat es nicht gemerkt und das mag ich nicht so ganz. Trotzdem mache ich es gerne. Also ich bin so zwiegespalten, was das angeht, aber wenn ich zocke, dann meistens nur im Urlaub, weil ich denke, da habe ich so einen Block und dann habe ich die Zeit dafür und dann habe ich nicht so ganz das Gefühl, ich vergeude meine Zeit. Für mich stand heute Sport auf dem Programm. Das habe ich nicht gemacht, das ist jetzt viel zu spät. Wir haben jetzt 21:53 Uhr und ich habe jetzt einen tierischen Hunger. Ich habe einfach zu lange mit meinen anderen Sachen, die ich hier so rumgeräumt habe, gebraucht. Deswegen habe ich mich jetzt gegen den Sport entschieden. Das bedeutet aber, dass ich jetzt Samstag, Sonntag durchziehen muss. Ich kann jetzt nicht mehr schieben, ich muss es jetzt machen. Wir haben 21:54 Uhr und ich habe erst 2400 Schritte. 6000 möchte ich haben. Das heißt, eventuell kriege ich die 30 Minuten heute doch noch hin. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen, also zusätzlich, weil ich sowieso mich die Zeit hin und her bewegen muss, um meine Schritte voll zu kriegen. Ich werde jetzt zum Abendessen rüberhüpfen, beziehungsweise euch mein Abendessen zeigen und dann sehen wir uns später. Es gibt Vietnamesisch und ich habe total den Bock drauf. Also ich wollte eigentlich Hühnchen nehmen, beziehungsweise Sesam schicken und habe mich kurz davor noch umentschieden für Speck und Grill, so heißt das beim Vietnamesen. Also es ist Schweinefleisch drin. Dann habe ich mir 150 Gramm Reis abgewogen. Ich hatte jetzt irgendwie Hunger und der Hunger hat gesagt, nimm 150 Gramm, worauf ich mich auch richtig freue. Der Salat hier, der schmeckt auch so lecker. Ich liebe dieses Gericht. Bei dem Vietnamesen esse ich das Curry nicht so gerne. Dafür esse ich alles andere total gerne. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und dann gibt es hier noch eine Frühlingsrolle. Das ist eine vegetarische Frühlingsrolle. Also ich bin ja heute nicht vegetarisch unterwegs, aber ich schmecke bei dem Vietnamesen keinen Unterschied zwischen den vegetarischen Frühlingsrollen und den mit Fleisch. Also nicht so groß. Und deswegen nehme ich dann immer die vegetarischen, weil ich die halt genauso gerne mag. Ich werde jetzt mein Abendessen genießen und wir sehen uns gleich. Hier ist wieder Futurality. Ihr werdet mich jetzt ein bisschen öfter noch sehen, weil ich ein bisschen die nächste Woche in mir zusammengesagt bin. Mein Abendessen heute, also an dem Tag, war super lecker. Ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit habe zu bestellen, weil ich halt oft auch keinen Bock habe zu kochen. Und wir haben hier, wo wir wohnen, relativ viel Auswahlmöglichkeiten. Darüber bin ich teilweise auch dankbar. Manchmal finde ich es nicht gut, je nachdem, also wo ich so schon gewohnt habe. Wenn man die Auswahlmöglichkeit nicht hat, dann nutzt man sie halt auch nicht. Und dann kocht man halt eher selber. Aber jetzt so im Urlaub finde ich es für mich total genial. Ich freue mich allerdings auch wieder drauf, wenn es Tracken losgeht, wenn ich wieder ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben habe und wenn ich einfach auch ein bisschen mehr wieder selber koche. Irgendwie ist das bei mir immer dann so gegen Ende des Urlaubs, dass ich dann denke so, ja, so essensmäßig bin ich froh, dass ich auf jeden Fall wieder so in ein normales Leben reingehe. Ich bin draußen 30 Minuten
Minuten am Stück hin und her gegangen. Ich habe mich sogar aus dem Haus raus bewegt und es hat mir total gut getan. Also es ist auch mal schön, dann wieder an die frische Luft zu kommen und wenn die Luft so schön kühl ist, dann liebe ich das. Ich habe jetzt 2 von 3 Mal voll. 3 Mal will ich ja schaffen, 3 mal 30 Minuten am Stück gehen. Das ist für mich einfach nur, damit ich so eine einfache Routine bekomme. Ich habe immer am besten abgenommen, wenn ich einfach nur gegangen bin, also quasi, wenn ich viel gegangen bin. Irgendwie gibt mir das so ein bisschen Sicherheit und ich habe dann so eine Mini-Bewegung, die eine Standardbewegung ist, die ich auch so mehr in meinem Alltag mit drin integriere. Also zusätzlich zu meinen 6000 Schritten. Mir ist das ganz wichtig, dass ich halt mindestens 30 Minuten am Stück 3 Mal die Woche im Moment hin und her gehe oder draußen rumgehe. Es kann auch mehr sein, aber 30 Minuten ist mein Minimum und das habe ich geschafft. Mein Schritteziel habe ich damit natürlich auch voll gemacht. Ich habe jetzt eine 5 Tage Zielsiegessträhne und ich bin total happy, weil irgendwie bin ich nicht mehr reingekommen. Ich hatte das Gefühl, ich kriege das nicht geregelt. Schon diese 5 Tage zu sehen, motiviert mich wieder ein Stückchen mehr und lässt mich dann auch wieder so an mich selber ein bisschen mehr glauben, weil ich dann merke, okay, die Routine funktioniert wieder. Die hat so in der letzten Zeit gar nicht funktioniert. Ich merke für mich, wenn ich dann nicht am Tag regelmäßig meine Schritte gehe, dass ich dann auch so ein bisschen versumpfe und so körperlich habe ich dann das Gefühl, ich baue so ein bisschen ab. Mir fehlt dann irgendwie so ein bisschen Energie. Mein Schritteziel ist schon für mich wichtig, damit ich mich einfach im Alltag in meiner Bewegung drin halte. Und es ist auch bewusst, ich sage es immer wieder, ich habe es bewusst jetzt nicht auf 10.000 Schritte, weil ich einfach ein Highscore-Typ bin. Ich will immer das höchste Ziel erreichen oder das höchste Ergebnis erreichen jetzt bei manchen Sachen, nicht bei allen. Und dann jage ich dem immer hinterher und ich habe mein Schritteziel immer höher und immer höher früher gestellt und deswegen bleibt es bei mir einfach konstant auf 6.000. Ich kann mehr gehen, wenn ich mehr gehen will, aber mein Ziel wird sich dadurch nicht erhöhen, weil das bei mir dann schon so ein bisschen heikel ist, dass ich dann irgendwann auf 19.000, 21.000 Schritte pro Tag lande. Und das ist dann schon ein bisschen stressiger, wenn man das in seinen normalen Alltag integriert. Auf jeden Fall bin ich total happy, dass ich das Ziel für mich auch erreicht habe und dass ich meine 5 Tage jetzt habe. Das heißt, die 7 Tage sind nicht mehr weit und die 30 Tage, da träume ich jetzt auch schon von, die sind auch nicht mehr weit. Ich bin momentan in meiner 2. Zyklushälfte und ich merke, dass meine Stimmung sich ein bisschen absinkt. Ich muss so ein bisschen gegen mich selber ankämpfen. Zum Beispiel, dass ich mich jetzt nicht zum Sport motiviert bekommen habe. Da muss ich dann immer extra drauf achten, dass ich mich nicht fertig mache oder noch stärker fertig mache. Besonders in der 2. Zyklushälfte. Da bin ich so ein super Kritiker mir selbst gegenüber. Das will ich ja nicht mehr, weil ich mich ja eigentlich damit nur klein halte und ich will mich ja nach oben pushen. Also will ich mich nicht fertig machen und das ist dann immer so ein Zwiespalt. Es funktioniert aber momentan relativ gut, dass ich nicht irgendwie so auf mich einschlage mit Worten, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem fällt es mir dann in der 2. Zyklushälfte schwerer. Ich hatte heute keine Lust zum Sport. Und es ist auch mal in Ordnung, keine Lust zu haben für den Sport. Ich weiß genau, dass ich in meinen Rhythmus reinkommen werde. Ich weiß genau, dass ich meine Pläne so umsetzen werde, wie ich das für mich möchte. Es dauert vielleicht ein bisschen länger oder ich muss die noch ein bisschen umstrukturieren, je nachdem. Aber trotzdem weiß ich für mich, dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Und wenn ich jetzt irgendwie mit negativen Worten, weil ich gerade schlecht gelaunt bin, auf mich eindresche, sage ich jetzt mal, dann bringt mich das nicht weiter, sondern eher von meinem Ziel weg. Und ich will nicht von meinem Ziel wegkommen. Deswegen möchte ich einfach gut mit mir reden und gut mit mir umgehen. Und das merke ich jetzt gerade so in der Phase, wo ich dann auch noch ein bisschen trauriger bin, weil der Urlaub vorbei ist, dass das mir unheimlich schwer fällt, dann mich da zum Schweigen zu bringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ich nicht meine Kritiker-Routine quasi so runterfahre. Alles, was ich nicht schaffe, wo ich nicht gut drin bin und sonst was, mich dafür verurteile. Bei mir ist das so, dass ich dann am Ende ein total schlechtes Gefühl habe. Ich fühle mich richtig mies und dann ist ganz viel Stress in meinem Körper und das möchte ich vermeiden und das fällt mir dann schwerer, aber ich krieg's mittlerweile hin und da bin ich total dankbar, dass ich da jetzt schon am Punkt bin, dass ich dann sagen kann, stopp, hör auf damit, ist jetzt gut, jetzt krieg ich wieder einen Ohrwurm. Auf jeden Fall ist jetzt gut, sei gut zu dir. Das bringt dich nicht weiter. Du willst nach vorne, also sei gut zu dir. Und da bin ich ein bisschen stolz, dass ich das für mich geregelt bekomme. Es fällt mir aber auch schwer, das für mich zu regeln. Also es fällt mir wirklich schwer. Ich muss aktiv quasi daran arbeiten, dass ich meine negative Gedankenspirale nicht lostrete. Aber es funktioniert immer besser und da bin ich jetzt schon zufrieden mit mir. Was ich heute auch gemacht habe, ist meine Atemübung. Das ist mir ganz wichtig. Momentan funktioniert diese Routine ganz gut und ich bin total dankbar, weil ich einfach diesen Unterschied, ich merke das immer so nach einer Woche, 2 Wochen, wenn ich dann so drin bin, dann merke ich immer so einen riesen Unterschied in meinem Geist, der ist dann irgendwie klarer und das tut mir so gut. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich diese Routine für mich jetzt wieder aufgenommen habe und dass sie jetzt langsam wieder funktioniert. Mir ist das wichtig und ich bin dankbar, dass ich da reinkomme. Ich will
werde jetzt wieder in die Gegenwart hüpfen. Meinen nächsten YouTube-Vlog, den gibt es nächste Woche Montag. Meinen nächsten Mini-Vlog, den gibt es nächste Woche Dienstag. Vielen Dank fürs Zuschauen.